Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, aktuell befinde ich mich in einer Phase, in der ich vermehrt sehr ursprüngliche Hunderassen präsentiere. Das wird Ihnen schon aufgefallen sein. Ja, da ich selbst einen Hund besitze, der in diese Kategorie hineingehört, weiß ich ziemlich genau, welch speziellen Zauber diese Abteilung Hund versprüht. Es ist ja so, dass ich hier auf Dog Special nicht nur Hunde präsentiere, die allgemein als einfach gelten. Wobei ich persönlich sowieso nicht der Meinung bin, dass es den einfachen Hund gibt. Ich versuche absichtlich häufiger Hunde zu zeigen, die als besonders herausfordernd zu halten gelten, selten anzutreffen sind und ausgeprägtes Wissen zum Thema Hund erfordern. Denn hierbei halte ich es ähnlich wie beim Kampfsport. Je besser Ihr Sparingspartner, desto besser für Sie. Ist so, ja. Auch im heutigen Video werden Sie wieder so einen besonderen Hund kennenlernen. Die Welt der Hunde ist ja riesig. Die Auswahl verschiedener Rassen enorm und diejenige der verschiedenen Mixe fast nicht in Zahlen zu fassen. Es ist mir ganz wichtig, auf meinem Kanal Hunde zu zeigen, die man fast nie zu Gesicht bekommt. Hunde, die schwer zu finden sind, wenn man sie möchte. Und Hunde, die ihnen vermitteln, ich weiß, ich gefalle dir, aber ich bin nicht wirklich etwas für dich. Denn genau diese Hunde regen sie dann zum Nachdenken an, zum Recherchieren, zum Vergleichen. Und genau das bringt sie in der Kynologie weiter. Und das ist gut so. Also, bis gleich. Nun, die Vorfahren der indigenen Völker Amerikas, also die Indianer, die kamen vor vielen tausend Jahren aus Asien. Sie marschierten von Sibirien aus über die Beringstraße nach Alaska und viele davon dann weiter in den Süden. Man weiß, dass sie alle Hunde dabei hatten. Diese dienten als Transport- und Lasttiere, als Rohstoff- und Wolllieferant, aber natürlich auch als Jagdbegleiter und Wächter. Klare Sache. Aber auch als Notnahrung in Zeiten extremer Hungersnöte. Heute weiß man, dass in vielen Stämmen die Hunde der Obhut der Frauen unterstanden, denn die regelten die diversen Einsätze der Hunde. Ich wusste das bis vor kurzem ebenfalls nicht. Sollten Sie das nicht gewusst haben. Heute gibt es mehrere Rassen, die direkt auf diese Hunde zurückgehen sollen. Einige davon sind sehr bekannt, andere sind es nicht. Einige dieser Hunde bewegen sich in der Kategorie der Schlittenhunde etc. Sie wissen, von welchen Hunden ich spreche. Der Carolina Dog, um den es heute geht, ist unbestritten eine Rasse, welche in direkter Linie auf diese indigenen Urhunde zurückgeht. Und ein Hund, den man in Europa nur ganz selten zu Gesicht bekommen wird. Ich habe leider persönlich noch nie einen gesehen. Eine Besonderheit von vielen dieses Hundes ist, dass er erst in den 1970ern landesweite Bekanntheit in den USA erfuhr, obwohl es sich bei ihm um einen seit tausenden Jahren in Amerika lebenden Hundetyp handelt. In den 70ern wurde der Ökologe Dr. Brisbin genau auf diese Hunde aufmerksam, als er eine Studie im Savannah River im Gebiet von South Carolina durchführte. Diese Hunde lebten in einem etwa 800 Quadratkilometer großen Sumpfgebiet, völlig isoliert vom Einfluss anderer Hunderassen. Zuerst nahm Dr. Brisbin an, es handele sich bei ihnen um bunt zusammengewürfelte Parierhunde, doch nach einigen Nachforschungen erkannte er, dass es sich bei diesen Hunden um extrem einheitliche Individuen handelte, welche sehr große Ähnlichkeit mit australischen Dinos vorwiesen. Nun, hierzu scheiden sich unter Experten die Geister. So sagen die einen,
der Dingo und der Carolina Dog wären genetisch eng miteinander verwandt, während andere behaupten, diese Hunde hätten nicht viel miteinander zu tun. Klar, sie sehen sich anatomisch wirklich sehr ähnlich, das kann man absolut nicht beiseite wischen. Aber, liebe Zuseher, das bedeutet nicht viel. Ich habe da mal eine Studie gelesen, welche behauptete, dass es völlig egal ist, welche Hunderasse Sie für lange Zeit völlig auf sich alleine gestellt in der Natur entlassen. Irgendwann sehen die alle aus wie ein Dingo. Das ist eine plausible Theorie für mich, denn wenn man sich Parierhunde weltweit ansieht, welche ja auf allen 5 Kontinenten existieren, dann erkennt man immer denselben Hundetyp. Scheinbar ist die Natur der Meinung, dass genau diese Anatomie die perfekte für den Hund darstellt, um auf sich alleine gestellt überleben zu können. Dr. Brisbin und einige Kollegen intensivierten dann langsam die Forschungen rund um diese Hunde und man kam zur Erkenntnis, dass es sich mit ihnen um eine uralte Rasse handelte. Es wurden viele dieser wildlebenden Hunde gefangen und mit ihnen ein Zuchtprogramm gestartet. Es stellte sich heraus, dass diese Hunde hauptsächlich von Indianerstämmen wie den Cherokee und deren Nachbarn gehalten wurden, wo sie als Jagdhelfer, als Wächter, aber auch als spirituelle Begleiter galten. Im Film Prey, das ist ein Teil der Predator-Reihe, Sie wissen schon, Predator, der erste Teil mit Arnold Schwarzenegger, der zweite Teil mit Danny Glover, so geht das weiter. Prey ist einer dieser Teile der Predator-Reihe. Ich habe diesen Film, glaube ich, 2-mal gesehen. Da sehen Sie einen wirklich wunderschönen Carolina Dog, der treu eine junge Comanchin begleitet und tatkräftig unterstützt. Ein wirklich wunderschöner Hund in diesem Film. Obwohl das Verbreitungsgebiet des Carolina Dogs nicht im Lebensraum der Comanchen anzusiedeln war, wie man heute ganz sicher weiß. Aber schauen Sie, das ist Hollywood und da muss man schon manchmal ein Auge zudrücken. Heute ist dieser Hund vom United Kennel Club, kurz UKC, und vom American Kennel Club, kurz AKC, das sind die beiden größten Dachverbände in der USA, als Rasse anerkannt. Und da drüben kennt man ihn unter dem Namen American Dingo, Indianerhund, gelber Hund, aber natürlich auch als Carolina Dog. Ich habe da was für Sie, denn ich habe eine super Kurzdoku über den Carolina Dog gefunden, welche ungefähr in den 80ern aufgenommen wurde, geschätzt. Ich konnte nicht genau eruieren, wann die tatsächlich gedreht wurde, aber ich denke mal, das war in den 80ern. Zumindest wirkt es so auf mich. Wenn Sie, passen Sie auf, History and Facts about the Carolina Dog auf YouTube eingeben, dann werden Sie diese finden. In diesem Video, in dieser Kurzdoku, sehen Sie Carolina Dog Besitzer wie auch Dr. Brisbin selbst über diese Hunde sprechen. Ja, darin hören Sie von einigen Besonderheiten, welche diese Hunde vorzeigen. So sagt man, dass echte Carolina Dogs ihren Kot vergraben, nicht zuschütten via Scharen, wie es viele Hunde tun, sondern die vergraben ihn regelrecht, ähnlich wie Katzen. Ich hörte auch schon von anderen Hunderassen, die das vermehrt tun im Vergleich zum Standard. Die Gründe für dieses Vergraben des Kots sind auch unter Experten bis heute umstritten. Also hier ist man sich nicht ganz einig, warum diese Hunde das machen. Außerdem hören Sie, dass diese Hunde grundsätzlich anders funktionieren als der typische Haushund. Und trotzdem werden Sie erkennen, dass man sich als Besitzer eines Carolina Dogs danach nur sehr schwer mit dem Gedanken einer anderen Hunderasse anfreunden kann oder könnte. Es ist ja bei vielen Hunden so. Wir kennen das. Der eine sagt einmal einen Dobermann, immer einen Dobermann. Der andere sagt einmal einen Pudel, immer einen Pudel. So ist es bei den Carolina Dogs auch. Allerdings ist die Besonderheit hier vielleicht diese Hunde nicht unbedingt einfach sind und trotzdem derartigen Charme versprühen, dass man nichts anderes mehr haben möchte. Ich kann Sie gut verstehen. Sie wissen schon, ich besitze Vito. Ja.
So wie alle domestizierten Paria-Hunde, und der Carolina Dog ist einer, versprühen auch die American Dingos einen ganz speziellen Zauber, welcher für den unerfahrenen Hundefan aber manchmal viel zu mächtig sein kann. Das ist eine klare Sache. Der Carolina Dog ist ein mittelgroßer Hund und bewegt sich zwischen 45 und 60 cm Schulterhöhe. Das Gewicht variiert zwischen 16 und 25 Kilo. Also das sagen die Standards. Seine Rutenhaltung ist charakteristisch und wird oft als eine Art Fischhakenrute bezeichnet, bei welcher das Ende immer aufgebogen ist. Ja. Er besitzt einen sehr schönen keilförmigen Kopf mit kräftiger Schnauze und gut ausgeprägter Backenmuskulatur und hat natürliches Stehohr. Der Carolina Dog ist ein Stocker mit gut vorhandener Unterwolle und kommt von rot bis strohgelb vor, wobei häufig weiße Kehle oder Pfoten zu sehen sind. Das ist ein schöner Hund, keine Frage. Aber ein Spezialkandidat, also ähnlich wie der letztens von mir gebrachte Canaan Dog. Auch er ist ein domestizierter Paria-Hund, eine Rasse, die sehr lange vom Mensch unabhängig in der Wildnis überlebte. Diese Hunde fahren schon ein eigenes Programm, bitte. Jeder, der sich etwas mit dieser Materie befasst, der wird mir hier beipflichten, der wird mir hier zustimmen. Ist eine klare Sache. Ja. Ob es noch heute irgendwo in der Gegend um South Carolina oder Georgia in den Sümpfen wildlebende Carolina Dogs gibt, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass man das mit wenig Mühe recherchieren kann. Ja. Zum Thema Züchter und Erwerb in Europa kann ich ebenfalls nicht viel sagen. Aber auch hier wird es nicht allzu schwierig sein, Antworten zu erhalten, denke ich mal. Was allerdings mit Sicherheit etwas schwieriger ist, ist das Thema Reinblütigkeit von in Europa erworbenen Carolina Dogs. Das soll nicht heißen, dass das Ganze bei diesem Hund nicht existiert. Das soll das nicht heißen, das habe ich nicht gesagt. Aber es ist mit Sicherheit etwas schwieriger als bei deutscher Schäferhund und Co. Das ist eine klare Sache. Nun, wann sollten Sie sich auf einen Indianerhund einlassen? Zuerst mal sollte Ihnen dieser Hund gefallen. Klare Sache. Aber damit tut man sich bei diesem Hund, glaube ich, nicht so schwer. Doch, das reicht leider noch lange nicht. Sie sollten zusätzlich ein fitter, mit sehr gutem Kynologiewissen ausgestatteter Hundeabenteurer sein, der absolut keinen Hund erwartet, welchen man nur in den Garten stellen muss, damit er fertig ist. Diesen Hund gibt es sowieso nicht, aber es gibt einige Hunderassen, denen man das nachsagt. Ja. Wenn Sie davor nur klassische Hunderassen hielten, wird ein Carolina Dog sie ziemlich fordern. Sehr häufig sind diese Hundetypen nicht die Schmuser, die man bei Haushunden erwartet, was nicht bedeutet, dass diese Hunde weniger Liebe für ihre Besitzer empfinden. Das bedeutet das absolut nicht, glauben Sie mir. Häufig pfeifen ihnen diese Hunde aber im Erwachsenenalter auf Ballspiele oder Ähnliches und sind häufig auch weit distanzierter, wenn es um die Gesellschaft mit fremden Menschen oder Hunde geht. Ist so. Viele geübte Besitzer beliebter Familienhunderassen wären eher schwer enttäuscht von einem Carolina Dog, weil mit diesem Hund einfach vieles nicht geht, was mit dem typischen Goldie und Co. geht. Ist nun mal so. Die bauen extrem starke Bindungen mit ihrer Menschenfamilie auf, sind zumeist aber sehr misstrauisch und vorsichtig gegenüber allem außerhalb ihrer Familie. Und oft entwickeln diese Hunde dann ein starkes Territorialverhalten und sorgen damit dafür, dass nichts von außerhalb in ihre heile Welt eindringt. Das ist auch bei meinem Hund ganz ähnlich. Ja. Und deswegen sind die meisten dieser Hunde auch exzellente Wächter. Ist so. Brauchen Sie nur 1 und 1 zusammenziehen. Und die meisten von ihnen auch genauso engagierte Jäger. Ist ebenfalls so. Ja. Diese Hunde haben ihre absolut eigene
Magie. Aber sie sind verdammt nochmal nicht einfach. Also es gibt den einfachen Hund nicht, aber die sind noch weniger einfach, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Gefällt mir der American Dingo? Ja, absolut. Der gefällt mir sehr gut sogar. Schauen Sie, ich habe heute mit dem Gebrauchshundesport abgeschlossen. Das war eine herrliche Zeit, die ich nicht missen möchte. Und ich kann jedem Hundebesitzer mit dem dazu geeigneten Hund den Gebrauchshundesport nur ins Herzen legen. Toll, wenn man das richtige Team findet, den richtigen Platz findet, wenn man die richtige Einstellung zu diesem Sport hat, den richtigen Umgang mit seinem Hund pflegt, gibt es nichts Tolleres mit dem Hund zusammen als den Gebrauchshundesport. Aber wie gesagt, die Zeit habe ich hinter mir gelassen. Ich bin heute viel lieber in der Wildnis mit meinem Hund unterwegs, lasse ihn einfach nur Hund sein und genieße verschiedene Abenteuer mit ihm. Ja, deswegen könnte ich mir persönlich einen Carolina Dog sehr gut vorstellen. Aber mit meinem Banditen Vito bin ich ja ähnlich gut bedient. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.